Yo, konnichiwa alle zusammen und frohes neues Jahr. Wie sagt man frohes neues Jahr eigentlich auf Japanisch? Akemashite omedetou gozaimasu. Bevor wir dazu kommen, von meiner Familie ist ein Weihnachtspaket hier angekommen und ich habe mich super gefreut, ey. Ein kleines Stück Heimat ist zu mir nach Japan gekommen. Dankeschön! Wow! Oh, dollst noch nie Eugas? Stollen! Plätzchen! Oh mein fucking God! Ich rast aus! Dear Saori, Merry Christmas to you. We wish you both a happy time. Haben wir eine kleine Auswahl der üblichen. Die Karte hat Matteo selbst für dich gemacht. Also den Druck ausgesucht und farbig gestaltet. Dankeschön! Ja, die Hälfte der Süßigkeiten ist leider auch schon wieder alle. Selbst wenn es verspätet angekommen ist, es macht einfach gar nichts, denn Neujahr in Japan ist wie Weihnachten bei uns in Deutschland. Das Ganze scheint auf irgendeine Weise vertauscht zu sein. In Weihnachten trifft man sich mit seinen Freunden und feiert und im Neujahr trifft man sich mit seiner Familie. Und die Kinder bekommen von den Großeltern meistens Geld, was sich Otoshidama nennt. Der einzige Unterschied zu den deutschen Feiertagen ist, dass sich Shogatsu hier bis zum 15. Januar ziehen kann. Das heißt nicht, dass die Japaner durchgängig Feiertage haben, sondern dass alle Leute beschäftigt sind und dass man einen gemeinsamen Tag finden muss, um sich dann treffen zu können. Deswegen wird in einigen Regionen Shogatsu auch so lang zelebriert. Ja, oder man feiert einfach fast jeden Tag, so wie wir es gemacht haben. Ich hatte das große Glück, dass Saori mich mit zu ihrer Familie eingeladen hat, was ein sehr, sehr großes Privileg ist. Und gemeinsam mit dem anderen habe ich dann viel Traditionen aufnehmen können. Das war eine unglaubliche Erfahrung. Das erste, woran ich mich erinnere, dass wirklich viel angestoßen wurde. Wichtig zur Zeit von Shogatsu ist auch das Essen, was auf den Tisch kommt, weil jedes eine bestimmte Bedeutung hat. Die größte Variation bietet das Osechi, was am 1. des Neujahres zusammen gegessen wird. Die Tradition kommt ursprünglich aus China und reicht bis zu 1000 Jahre in Japan zurück. Bei diesem Set, was an Bento-Boxen erinnert, hat wirklich jedes Essen eine bestimmte Bedeutung. Dabei geht es hauptsächlich darum, dass man gesund bleibt, dass man viele Kinder bekommt, dass man Glück im neuen Jahr hat. Und dadurch, dass alle Gerichte Washoku, also japanische traditionelle Gerichte sind, wird viel Fisch, Bohnen und Gemüse gegessen. Wenn die erste Stunde zum neuen Jahr anschlägt, wird in Deutschland ein riesengroßes Feuerwerk erwartet. In Japan gibt es das aber nicht. In Japan besuchen die Menschen Tempel und beten für das neue Jahr. Und das war's. Mehr gibt's dann auch nicht. Also keine sonderlich große Action. Allerdings durch den Einfluss anderer Kulturen hat man sich entschieden, Feuerwerke an besonderen Orten stattfinden zu lassen. In diesem Moment versammeln sich Tausende von Menschen um den großen Buddha, um ihn nicht anzubeten. Ja, okay, gut. Es gibt ein schönes Feuerwerk. Das Feuerwerk im Vergleich zu Deutschland ist relativ minimal ausgefallen. Das liegt einfach daran, dass in Deutschland jeder seine Feuerwerkskörper mitbringt. Oh, hallo. Im Innern der großen Buddha-Statue werden Zeremonien zum Neujahr gehalten und das haben wir uns natürlich auch angesehen. ところがなかなかそれで納得ができないのが我々の心なんですけれども。大新人信玄が60代。Shogatsu in Japan heißt garantiert shoppen gehen. An diesem Tag gibt es krasse Rabattaktionen, die es sonst in Japan kaum gibt. Das heißt, dass an diesem Tag anstatt dem grünen Kanji für freie Parkplätze ein unfreundliches rotes Kanji für voll dasteht. Jeder hat sie, die Neujahresvorsätze. In Japan wird deshalb Kalligrafie zum Neujahr praktiziert, um seine Vorsätze auf Papier zu schreiben. Hier eine kleine Kalligrafie-Anleitung für euch. Zuerst füllt man ein bisschen Wasser in den Behälter, nimmt dann diesen riesigen Tintenklotz und reibt ihn so lange mit dem Wasser ein, bis er sich von selbst auflöst. Irgendwie hat mich diese Arbeit auf eine seltsame Art und Weise auch zufriedengestellt. Nun heißt es eigentlich nur noch schreiben, oder? Tada.
fuck ist das schwer. Zuerst muss man den Pinsel senkrecht halten, was sich erstmal ein bisschen komisch anfühlt. Und dann braucht es auch noch sehr viel Übung und Geduld, um die Zeichen ordentlich malen zu können. Es macht so ein bisschen den Eindruck, wenn man die Zeichen nicht akkurat schreibt, dass man die ganze Geschichte nicht ernst nimmt und dafür dann verpönt wird. Da ich Ausländer bin, bin ich aus der Sache natürlich raus, aber Saudis Bruder, er ist mit der Zeit in Kalligrafie ein bisschen schlechter geworden und deswegen wurde er nervös, als er vor seinen Eltern seine Vorsätze aufgeschrieben hat. Meine Vorsätze fürs Jahr sind Liebe und Motivation. Mehr kann ich aber auch nicht schreiben auf Japanisch. An einem anderen Tag sind wir nochmal in einen Tempel gegangen und ohne Scheiß, Leute, die Japaner stellen sich in gigantischen Schlangen an, nur um eine Münze in einen Behälter zu werfen und dann ihren Wunsch auszusprechen. Dadurch, dass das für mich alles neu war und viel kulturelle Erfahrung mit sich brachte, war das natürlich super spannend, ne? Aber für die Leute dort ist das wahrscheinlich eher nervig. Ja, das waren meine Erlebnisse zu Shogatsu, aber es gibt natürlich noch viel mehr Traditionen, die man praktizieren kann. Jo, ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen und wie ihr im letzten Jahr mich kräftig unterstützt habt, hoffe ich auch dieses Jahr weiter mit eurer Unterstützung. Lasst ein Abo da, teilt es an eure Freunde weiter, lasst mir einen Kommentar da, damit ich euch weiterhelfen kann, denn dafür bin ich natürlich auch hier. Und mit viel Motivation und Liebe fürs neue Jahr sage ich Sayonara, stay Genki und bis zum nächsten Mal. Ciao.